Disney ist bekannt für seine immersiven Themenparks auf der ganzen Welt. Die Parks sind mit einer unglaublichen Detailvielfalt gestaltet. Um dem europäischen Markt etwas ganz Besonderes zu bieten, wurde insbesondere das Disneyland Paris mit einer unglaublichen Detailvielfalt damals gebaut. Obwohl der Park nicht unzählig viele Attraktionen in seinem Repertoire hat, macht es immer wieder Spaß, sich dort aufzuhalten und sich einmal umzuschauen. In diesem Detail-Countdown zeige ich euch 9 Details und versteckte Geheimnisse im Disneyland Paris. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 9. Wir starten im Discoveryland, dem Land der Entdecker und Visionäre. Anders als in den anderen Disneyländern wird hier nicht direkt auf die Zukunft eingegangen, sondern auf eine Fantasiezukunft, wie man sie sich in der Vergangenheit vorgestellt hat. Das hat den riesigen Vorteil, dass eine Zukunft der Vergangenheit nicht altert mit der Zeit. Discoveryland ist unter anderem die Heimat von Space Mountain, Star Tours oder Buzz Lightyear. Ein Detail, was ich hier wirklich erst über 15 Jahre nach meinem ersten Besuch im Disneyland gesehen habe, befindet sich am Eingang von Videopolis, einem Indoor-Theater mit Quick-Service-Restaurant. Über dem Eingang hängt ein Zeppelin. Wenn man ihn genauer betrachtet, sieht man dort einen Käfig mit Brieftauben. Und wenn man noch genauer hinschaut, merkt man, dass das sogar Animatronics sind und sich die Tauben bewegen und Geräusche von sich geben. Nummer 8. Einer der größten Souvenirshops in Disneyland ist das Emporium. Es befindet sich ganz vorne links in der Main Street USA. Das Emporium in Disneyland Paris gibt es laut dem Eingangsschild seit 1892. Ein Datum, das zur Thematik der Main Street sehr gut passt. Gemeint ist damit allerdings 1992, das Eröffnungsjahr von Disneyland Paris und damit vom Emporium. Innerhalb des Shops findet man einen Hinweis auf die beiden anderen Emporium-Shops in den USA, und zwar in Form von Bildern hinter der Kasse. Auf diesem Bild ist beispielsweise das Emporium in Orlando in Florida zu sehen, was es seit 1871 gibt. Gemeint ist damit der Main Street Shop im Magic Kingdom in Walt Disney World, was 1971 eröffnet hat. Auf dem Bild hinter der anderen Kasse befindet sich das Original-Emporium in Los Angeles in Kalifornien aus dem Jahr 1855. Damit ist natürlich das erste Emporium in Disneyland in Anaheim gemeint, welches 1955 von Walt Disney selbst eröffnet wurde. Nummer 7.
Nummer 7 ist eher ein genereller Tipp und nicht nur ein einzelnes Detail. Es lohnt sich grundsätzlich in den Shops im gesamten Resort auch mal an die Decke zu schauen. Gerade dort findet man unzählig viele Details. Wie hier im Shop im Disney Village, wo verschiedene Disney-Charakter in unterschiedlichen Fluggeräten an der Decke fliegen. Oder das riesige Mosaik in der Main Street, wo verschiedene Erfinder dargestellt sind. Oder im Shop mit der Bohnenranke im Fantasyland, wo Willi der Riese aus Mickey und die Bohnenranke oben zum Fenster in den Shop hineinschaut. Nummer 6. Viele Snacks und Leckereien werden vor Ort in den Konditoreien in Disneyland Paris produziert. Aber wusstet ihr, dass das Disneyland Paris sogar ein eigenes Bienenvolk besitzt? Am Rande der Davy Crockett Ranch befinden sich Bienenstöcke, wo Honig für das Disneyland Resort Paris produziert wird. Nummer 5. Ein letztes Mal in diesem Video begeben wir uns in einen Shop, versprochen. Dieser Shop im Fantasyland ist nach Schneewittchen thematisiert. Schon der Eingang ist cool, da man in das Haus der 7 Zwerge eintritt. Und innen geht die liebevolle Gestaltung genauso weiter. Am Regal auf der linken Seite stehen die Bettchen von allen 7 Zwergen nebeneinander. Auf jedem steht vorne der Name von dem Zwerg, der in diesem Bettchen schläft. Und an der Decke befinden sich 7 Krüge, auch sie mit dem Namen der einzelnen Zwerge beschriftet. Und auch sonst befindet sich allerlei Werkzeug in der Hütte der 7 Zwerge, was es zu erkunden gibt. Nummer 4. In jedem Disney-Park werden die Fenster der Main Street dazu benutzt, dort Mitarbeiter zu ehren, die am Bau des jeweiligen Parks beteiligt waren. Wie hier der ehemalige CEO Michael Eisner und Frank Wells, die die Idee eines europäischen Disneylands umgesetzt haben. Gleich zu Beginn der Main Street USA auf der rechten Seite befinden sich ein paar Häuser, in denen sich eine Schule für angehende Zahnärzte befindet. Hinter diesem kleinen Detail steckt eine große Bedeutung. Im Fenster oben links sind die Namen der 5 Zahnarztschüler genannt. Bei diesen Namen handelt es sich um die Imagineers und Producers, die damals beim Bau des Parks für die Umsetzung der 5 Themenbereiche verantwortlich waren. Ihr Slogan "Our business is making you smile" ist auf jeden Fall zutreffend, ob als Zahnarztschüler oder als Imagineer. Nummer 3. Das Restaurant Marionette befindet sich im Fantasyland. Ein Pendant dieses Restaurants, das Pinocchio Village House, befand sich bis 2017 im Disneyland in Anaheim.
Dort gab es einen kleinen baulichen Fehler, sodass das Notausgangsschild nicht mittig zwischen den Türrahmen angebracht wurde. Um dem Ganzen dennoch einen Sinn zu geben, wurde die Katze Figaro an die Wand gemalt, die versucht, das Notausgangsschild mit einem Seil zur Seite zu ziehen. In Paris hat man denselben Fehler nicht gemacht, sondern das Notausgangsschild direkt mittig angebracht. Deshalb sitzt hier Figaro daneben und zwinkert den Gästen verschmitzt zu. Mittlerweile wurde das Restaurant in Anaheim umthematisiert mit einem Die Schöne und das Biest-Thema. Hier hat man die Sache mit dem Notausgang mittlerweile mit dem Hund Sultan gelöst. Nummer 2. Kennst du diese beiden großen Fenster im Videopolis-Gebäude im Discoveryland? Sie sind ein Übrigbleibsel der ursprünglichen Baupläne des Discoveryland. Auf dem alten Parkplan von 1992 sieht man, dass durch diese beiden Öffnungen am Gebäude eigentlich zwei röhrenförmige Durchgänge in das Space Mountain Gebäude geplant waren. Leider wurden diese Pläne beim Bau von Space Mountain wieder verworfen, sodass die Röhren nie gebaut wurden. So ungefähr hätte das dann ausgesehen. Und so erinnern bis heute die zwei großen Fenster an die ursprünglichen Baupläne des Discoveryland. Nummer 1. Die Disney-Schlösser sind eines der am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Doch dieses Detail am Schloss von Disneyland Paris fällt den wenigsten Gästen auf, denn es ist mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Zoomt man ganz nahe mit dem Handy ran, erkennt man an zwei Türmen Schnecken in der Verzierung. Dahinter verbirgt sich eine nette Anspielung an die französische Kultur, wo Schnecken als Delikatesse gelten. Die Schnecken auf dem Turm kriechen alle nach oben, weil sie vor der Schlossküche abhauen wollen. Eine wirklich nette Anspielung an die französische Kultur. Das waren die 9 Details und versteckten Geheimnisse aus dem Disneyland Paris. Kennst du noch weitere Details? Schreib mich doch gerne an oder hinterlasse einen Kommentar. In diesem Sinne viel Spaß im Disneyland Paris und haltet die Augen offen.